Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe von Automobil Depression. Wir sind heute ein bisschen rausgefahren aus Berlin bei Werneuchen. Der Grund ist erstmal dieser T4-Bus, den wir euch mal zeigen wollen. Und da ich da gar keine Ahnung von habe, erzählt euch gleich nämlich der Besitzer da viel mehr zu. Also wie man so ein Auto am Leben hält, was es für Schwachstellen gibt, was man verbessern kann, worauf man achten sollte, wenn man sich sowas kauft. Und der zweite Grund ist, wir sind hier, ich dackel nämlich jetzt mal rüber, bei jemandem, der selber einen YouTube-Channel hat, der aber auch ein Volvo-Enthusiast ist und der diesen 49er und noch einen 240er am Leben hält, nicht aus solchen Oldtimer-Polier- und Statusgründen, sondern einfach um diese Autos langmöglichst am Leben zu halten und sie einfach zu nutzen. Also quasi als Alltagsfahrzeuge. Und wie er das macht, er ist nebenbei nämlich auch noch hauptberuflich Pfarrer, hat also eine ganze Menge zu tun. Und wir sind jetzt nämlich hier bei ihm zu Hause und er erzählt uns auch gleich noch so ein bisschen was über den Job, den er hier eigentlich machen muss. Und auch die alte Kirche, die hier noch steht, nämlich, die ist wirklich sehr interessant. Also, bleibt dran, das wird, glaube ich, ganz interessant heute. Ja, Christoph, ich habe schon gesagt, du hast uns heute mal eingeladen zu dir, hier in der Nähe von Werneuchen. Und das ist hier so dein Paradies. Vor einem Paradiesvogel stehen wir, dem 240er. Kannst du uns kurz was zu dem Auto sagen, wie du zu dem gekommen bist und wie du ihn jetzt aktuell auch nutzt? Ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr rausgefunden habt. Also dieses Auto ist tatsächlich ein Auto vom Schrottplatz mal gewesen. Also es hat eine interessante Geschichte, die auch bei einem bestimmten YouTuber schon mal veröffentlicht wurde. Der hat den mehr oder weniger gerettet, wollten eigentlich schlachten, aber hatten dann doch irgendwie erhalten. Und den habe ich ihm dann abgekauft und habe ihn hier rausgeholt aufs Land und habe dann weitergemacht. Also der hat irgendwie TÜV gekriegt, wie auch immer, aber hatte TÜV und ich habe ihn dann, wie ich es eigentlich üblicherweise mache, dann beim Fahren und beim Benutzen immer weiter repariert. Man merkt dann, was dann irgendwie immer wieder fällig wird oder wo es hakt oder wo es denn nicht so gut läuft. Und das muss dann irgendwie gemacht werden. Ja. Du nutzt diese Autos ja auch als Alltagsautos, nicht? Also man sieht das auch, der ist zwar im passablen Zustand, aber das ist jetzt hier kein Konkursfahrzeug. Also es ist auch nicht groß durchpoliert. Hier gibt es so matte Stellen, was ich auch gerade beim 240er vollkommen okay finde. Der zeigt sein Leben. Und du bist ja mit dem auch schon, wie du eben sagtest, mal nach Schweden gefahren. Jetzt kurz die Frage, rechnet sich das eigentlich, wenn man so ein Auto sozusagen als Alltagsauto nimmt? Also Anschaffungspreis, permanente Schrauberei, die Zeit, die man reinsteckt und die Ersatzteile, die man kaufen muss. Du kannst jetzt ja nicht irgendwie losfahren und fährst nach Werneuchen und kriegst hier irgendwie von Volvo 240 Ersatzteile. Das heißt, du musst dir das alles schicken lassen und so ein bisschen koordinieren. Ja. Geht das gut? Na, geht so. Also du musst, danke für deine Wortwahl, für deine vorsichtige Wortwahl, aber mir ist schon bewusst, dass das natürlich keine Vorzeigeautos sind, irgendwie bei irgendeinem preisverdächtig irgendwie so. Das sind halt ziemliche Grotten, aber sie funktionieren. Ja. Also das ist für mich so die Hauptsache. Es gibt irgendwie aus Amerika so eine YouTuber, die sagen, Aussehen ist egal, Hauptsache es fährt. Und so ein bisschen in die Richtung geht es bei mir auch. Und natürlich ein bisschen aufs Aussehen achtet man auch. Aber die Problematik ist die, dass man natürlich ein Auto kriegt, was in dem Falle hier zum Beispiel nicht nur 11 Jahre, glaube ich, irgendwo rumstand und nicht benutzt wurde und quasi schon angeschlachtet war, sondern dass das dann auch schon, wo es abgestellt worden war, 300.000 Kilometer runter hatte. Also das heißt, alle Verschleißteile sind quasi durch. Und dann fängt man an zu gucken, was ist gerade nötig und fängt an, das durchzureparieren. Es gibt leider viele Neuteile nicht mehr bei Volvo. Das ist ja irgendwann eingestellt worden. Also man kann nicht mit Originalteilen teilweise reparieren, muss dann irgendwie entweder nachkonstruiertes machen, manches gibt es gar nicht mehr. Viel Gebrauchteile, also im Internet ist auch so eine ganz eigene abenteuerliche Geschichte, Gebrauchteile im Internet zu besorgen. Ja. Über die Portale, also was es da so eben gibt. Manchmal habe ich auch schon in Schweden so Lagerware noch irgendwie über 3 Ecken irgendwie gekriegt und dann versucht man halt mit einem möglichst nicht ausufernden finanziellen Aufwand
die am Leben zu erhalten, lohnen finanziell lohnt sich für mich immer dann, wenn man ja nicht sonst noch ein teures anderes Fahrzeug unterhalten muss. Also wenn man jetzt sozusagen nicht noch einen Neuwagen nebenbei fährt und wo das denn nur sozusagen ein Spaßauto ist, sondern ich habe ja einen Gebrauchswert. Ja. Und dann habe ich auch, sag ich mal, ein gewisses, also dann weiß ich ja, ich muss auch was investieren, damit dieser Gebrauchswert erhalten bleibt. Und dann bin ich auch bereit, sowas, dann eben da Geld zu investieren. Aber es gibt eben teure Reparaturen, wenn man hinten neue Stoßdämpfer braucht und man nimmt die Originalen, dann sind mal 1.000 Euro weg nur für die Teile. Was auf jeden Fall auch noch ein großes Problem ist, ist eben der Zeitfaktor. Entweder muss man es lange weggeben in der Werkstatt und braucht er dann irgendwie Ersatz. Da habe ich natürlich anderen Ersatz da. Ja. Das ist ja dann sozusagen auch Teil des Konzeptes. Oder aber man muss selber viel Zeit aufwenden, was ich ja eigentlich gerne mache. Also mir macht das großen Spaß, selber auch zu schrauben und mir selber Wissen anzueignen. Ja. Ja. Das ist so auch irgendwie so eine ganz schöne Erfahrung, wenn man so merkt, so plötzlich kann man das jetzt. Man hat jetzt irgendwie was Neues gelernt. Aber es ist natürlich, du hast ja schon erwähnt, nicht mein Hauptberuf und ich bin auch noch nicht Rentner, dass ich jetzt irgendwie dafür ewig Zeit hätte. Das ist immer der größte Punkt, ist eigentlich der Zeitfaktor. Ja. Naja, bei vielen ist es ja so, also bei mir zum Beispiel, ich komme ja aus Berlin, also wirklich innerstädtisch, da hast du eigentlich gar nicht mehr den Raum und auch nicht den Platz. Und auch wenn du dir was mietest, kostet das halt dermaßen viel Geld, dass du da wirklich jetzt alleine einen längeren Zeitraum hast, um an so einem Auto zu arbeiten. Ja. Und da stelle ich mir jetzt mittlerweile die Frage, gerade beim 240er kann man das ja ganz gut einordnen, das ist ein Auto mit einer relativ langen Produktionsdauer gewesen, der ist lange produziert worden, dementsprechend gibt es auch relativ viele noch. Top-Exemplare kosten mittlerweile 13.000, 14.000, 15.000 Euro, die angeblich top sind. Ja. Grotten, die fahren, kriegst du so ab 3 und drunter teilweise sogar. Und passable Autos so 4.000, 5.000 Euro. Jetzt ist die Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, ich kann sie mir nämlich selber nicht beantworten. Ist es jetzt besser für jemanden so wie mich, der aus Berlin kommt, der jetzt auch vielleicht gar keine Schraubererfahrung hat, der auch nicht den Platz hat, sich gleich ein teures, gutes Auto zu kaufen, sich jemanden mitzunehmen, der das auch wirklich beurteilen kann, ob es gut ist oder nicht? Oder sagst du auch, ja, vielleicht ist es sogar auch besser, sich einen günstigeren, fahrbereiten Wagen zu kaufen, den man peu à peu nach eigenen Maßstäben wieder aufbaut? Wenn ich selber nicht so viel selber schrauben möchte, würde ich lieber einen teureren in einem besseren technischen Zustand nehmen, wenn er tatsächlich denn so gut ist. Also das sind ja zwei Konzepte, wenn wir mal gucken, der ist ja quasi sozusagen von null aufbauend zur Schrottplatztechnik und der Bus zum Beispiel, der T4, das ist ja eher dann sowas, was gut erhalten ist, irgendwann mal durch Glück bekommen und das am Leben halten, ist, finde ich, günstiger, nicht unbedingt preislich günstiger, aber irgendwie nervlich nicht so aufregend, weil tatsächlich, man hat erstmal was funktioniert und dann kann man peu à peu das dann reparieren, die Verschleißteile und so. Aber eine Sache ist, finde ich, ob man was Teures kauft oder was Preiswertes, man hat immer Reparaturkosten erstmal nach dem Kauf, weil ich glaube, sowas wie ein Auto ohne Reparaturstau gibt es nicht. Das kennen wir ja selber von uns, wenn man ein Auto verkaufen will, macht man einfach nicht mehr so viel dran. Ja. Und irgendwas kommt immer. Also es gibt auch bei dem teuersten Auto auf jeden Fall irgendwas, was gleich repariert werden muss oder sollte. Aber natürlich ist das bei so einem Auto hier mehr. Und man hat auch hier vielleicht gar nicht so am Anfang den Fahrspaß sofort, weil es muss erstmal so viel gemacht werden. Der steht erstmal 2 Wochen aufgebockt oder 3 Wochen. Ja. Und gerade wenn man selber nicht so viel machen kann oder will, dann würde ich eher ein besseres Fahrzeug kaufen. Unter der Bedingung, dass ich mich versichern kann durch einen Experten, den ich dabei habe oder jemand, der Ahnung hat, dass es wirklich dann auch günstiger ist und kein Blender. Naja, unterm Strich darf man ja auch nicht vergessen, was ich auch den Leuten versuche immer zu erzählen. Es handelt sich hierbei um 35 Jahre alte Fahrzeuge, also mit 35 Jahre altem Material. Also jede Haube ist 35 Jahre alt, jeder Zylinder ist 35 Jahre alt und selbst wenn das Auto toll gemacht wurde oder toll gepflegt wurde oder immer am Leben gehalten werden, kann auch der bestmeinendste Verkäufer, Verkäuferin nicht garantieren, dass es jetzt so weitergeht. Nicht? Also da steckst du halt, wie man immer so schön hört, nicht drin. Und das ist wirklich so, dass bei allen Autos hier, die hier stehen, egal ob die mal gut waren oder vom Schrottplatz sind oder so, die Plastikteile sind alle durch. Klar. Also das Leben ist abgelaufen von vielen Materialien, die in dem Auto verbaut sind. Ja. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn? Ja, also kann ich es noch reparieren? Kann ich das noch?
Ja, und das ist die Krux bei den Youngtimern, das wollte ich immer schon sagen, jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu. Also bei Youngtimern ist es tatsächlich so, ihr habt hier viele Kunststoffe und Gummiteile, wo einfach im Laufe der Zeit die Weichmacher rausgehen. Und beim Volvo, Christoph, ich zeige das mal ganz kurz, beim 240er gibt es hier so eine, das habe ich ja auch schon mal gezeigt, diese Tür, die hier noch gut aussehen, ja, die waren schon ab Werk relativ brüchig. Also das ist selten, dass die überhaupt noch dran sind. Das sind einfach Kunststoffteile, wo der Weichmacher rausgehen und die werden dann einfach spröde. So, und die wiederzukriegen, also bei gängigen Modellen wird sowas heutzutage nachgefertigt. Man kann das ja auch plotten, da gibt es ja heute technische Möglichkeiten. Aber das ist die Krux bei Youngtimern. Also wenn ihr so ein 50er-Jahre-Auto kauft, da ist alles aus Blech oder aus Bakelit schlimmstenfalls. Aber es gibt kaum Kunststoffe, die reißen, nicht? Und guck mal, Christoph hat hier gerade so ein Ding, da kann man das ist die Beifahrerseite, die ist nämlich nicht drin. Ja. Das ist tatsächlich, und hier sieht man ja, da ist der Riss. Manchmal sind ganze Stücken rausgebrochen, diese Aufhängung, und dann geht es los. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, hier irgendwie Klammern reinzuschmelzen oder zu schweißen, ja, und so. Ja, und manchmal ist es halt so kaputt, hier am Rande auch hier, dann sind das so eine Ecken, die dann hier ganz ab sind. Genau. Und das ist so, was du auch vorhin gefragt hast, das wollte ich schon immer mal reparieren. Und da gibt es ganz viele Ecken an den Autos. Und weil ich ja mehrere habe, und dann liegen die da. Und man sieht hier, die Spinnen bauen ihre Netze schon und alles. Und ich komme dann doch nicht zu. Und der Mist war ja immer, du stoßt hier immer mit dem Knie gegen. Ne? Beim Also das ist immer so. Also gerade wenn man etwas größer ist wie wir, hast du immer das Problem, das hatte ich bei meinen auch immer, du stößt dagegen und dann ist es wieder zerbrochen. Und dann denkst du wieder, wieder kleben. Aber jetzt lass uns doch mal deinen T4 angucken. Ja, gerne. Das ist ja tatsächlich was Besonderes, ein VR6. Vielleicht wissen viele gar nicht, dass es diesen VR6-Motor, der ja damals von VW konstruiert wurde, um in den Golf zu kommen. Der wurde ja so, das war so eine Mischung aus V-Motor und Reihenmotor. Also der hat halt sehr enge Winkel. Die versetzte Reihe. Versetzte Reihe, genau. Und deswegen war der sehr kompakt. Und eigentlich sollte der in den Golf 3 was, glaube ich, nicht? Da hatte der seine Premiere. Und dann in den Passat. Und dann haben die VW-Marketing-Leute irgendwie beschlossen, das auch in den T4-Bus zu packen, um den T4 so ein bisschen also als Van aufzumotzen. Ja, es gab ja von dem T3 diese berühmten Karat-Modelle, die so Einzelsitze hatten, die damals das schon vorwegnahmen. Da hatte man aber keine richtig tollen Motoren. Und beim T4 hat man dann gedacht, irgendwie jetzt setzen wir hier mal so diesen VR6 Sportmotor rein und dann wird der Bus halt so ein richtig nobles Konferenzmobil. Ist es das geworden? Och ja. Es ist, man musste ja den Motor drosseln auf 140 PS, damit er überhaupt irgendwie halbwegs gut hier funktioniert in dem Auto. Also die Motorisierung ist tatsächlich, wenn der VR6 hier drin gut läuft, ist es ein sehr schönes Fahren. Hat er auch halbwegs Kraft und sowas und ist ein sehr komfortables Fahren. Aber ich glaube, sozusagen bei dem Auto in dem Alter, und man musste so eine teuren Ausstattung, also man musste es ja auch teuer bezahlen, so eine Ausstattung und dann auch Innenraum und so. Es ist schon okay, sage ich jetzt mal so. Es ist jetzt nicht der Traum, aber es ist okay. Aber ich wollte halt immer VW-Bus haben. Also neben Volvo ist halt VW-Bus sozusagen auch schon immer so ein Traum von mir gewesen. Und als ich dann endlich genug Kinder hatte, also ab dem 3. Kind da war es, dann hatte ich endlich so eine innere Rechtfertigung, dann tatsächlich auch da dann umzusteigen und sowas zu kaufen. Und dann ging die Sucherei los, weil im Endeffekt auch hier bei dem Alter, und ich habe das Auto vor 10 Jahren oder so gekauft, ging es nur noch darum, um einen zu finden mit einem halbwegs passablen Erhaltungszustand. Ja. Und da ist dann, und noch ein bisschen Ausstattung. Und das ist dann, da macht man Kompromisse. Ich habe tatsächlich einen Benziner gesucht. Das wollte ich gerade fragen. Normalerweise kauft man die als Diesel, ne? Ja, sind die beliebtesten Modelle, gerade für den Anhängerbetrieb. Ja. Da hinten ist eine Anhängerkupplung dran und der Wohnwagen wird damit auch regelmäßig gezogen. Alle VR6-Fans werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Dass das natürlich geht eigentlich, ist ein No-Go, weil normalerweise nimmt man diese drehmomentstarken 2,5 Liter Dieselmotoren als Turbo oder als Sauger, 2,4 Sauger, das sind ja so eine Langläufer. Aber ich wollte einen Benziner haben und dann gab es den halt als VR6 und ich habe den damals wirklich günstig gekriegt.
Sehr gutes Exemplar, sehr gut erhalten, mit einer schönen Innenausstattung, also Klimaanlage, also Klimaautomatik sogar schon. Und eben die Caravelle-Ausstattung. Und das war dann der entscheidende Punkt, dass ich dann zugeschlagen habe. Hast du ungefähr eine Idee, wie viel die von den VR6 gebaut haben im T4? Nee. Man hat ja dann irgendwann zuletzt auch einen V6 eingebaut, aber der VR6, also ich glaube, eine Massenproduktion war es nicht. Viel wurden mit Automatik dann ausgeliefert. Der hat einen Schalter. Also ich hätte nicht gekauft, wenn es nicht ein Schalter gewesen wäre. Ja. Kannst du uns denn kurz so sagen, worauf Leute achten sollten, wenn sie sich so ein T4 kaufen? Also ganz unbedarft sind und sagen, ach, ein Bulli, toll, ich will ein T4. Leider Rost. Ja. Also die erste, aber wie bei fast allen Autos in dem Alter. Ja. Rost ist das Entscheidende und ganz bestimmte Stellen, Rahmenteile, Hinterachsaufhängung. Das fand ich ganz interessant, als ich den habe jetzt nochmal schweißen lassen, Scheibenrahmen und so eine Sachen, hat der Karosseriebauer als erstes, ist der sofort hinten drunter gekrochen und hat an 2, 3 Stellen geguckt und dann hat er entschieden, ob es sich lohnt oder nicht und das ist so die Sache. Also bestimmte Sachen kann man machen. Es gibt Sachen, da ist sowieso immer Rost dran, da braucht man gar nicht irgendwie groß gucken. Also hier drunter sammelt sich es immer, da sammelt sich ja der Kompost. Da rostet es immer von innen nach außen durch. Die Schweller, wenn da Rost dran ist, das lässt sich aber auch einfach reparieren. Ja. Also da muss man jetzt auch nicht zu einem Spezialisten oder so. Das können viele noch schweißen und so. Aber hinten dann, wenn Rahmenteile sind oder Aufhängungen oder wo die Drehfeder Teller sind und so. Also da ist dann wirklich die Frage, ob es sich dann noch lohnt, weil der durch ist. Also dann wäre das so das Todesurteil, wenn er da hinten... Häufig ist es das Todesurteil, da sagt der TÜV dann auch irgendwann nee und man kann das alles reparieren, aber dann ist eben die Frage des Aufwandes, das ist ja auch das Thema, was wir schon hatten. Also bei dem hier, gut erhaltenes Exemplar, das war wirklich ein Garagenwagen, vorher bei einer Familie, die den wirklich auch gepflegt hat, merkt man sehr, weil eben bestimmte Teile nicht durchgerostet sind und gut erhalten sind. Und trotzdem habe ich jetzt wirklich viele tausend Euro da investiert, um eben dann die Summe, die Komposter zu machen, die Schweller zu machen, den Scheibenrahmen schweißen zu lassen, den Motor überholen zu lassen, weil der hat jetzt auch 380.000 runter. Ja. Und da kommt schon genug zusammen. Und wenn man dann noch sagt, man muss noch den Rahmen machen, und dann kommt dann nochmal zu den tausenden Euro dann nochmal der Rahmen dazu mit nochmal tausenden Euro, dann ist es irgendwann unrealistisch. Also ich habe ja gerade mal in den Motorraum geguckt, der ist ja gerade verschlossen, wir können ja vielleicht nochmal aufmachen. Ja, gerne. Da sieht man ja schon relativ schnell, also ich sehe das zumindest relativ schnell, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf hätte, irgendwie dran zu arbeiten. Ja? Also das sieht einfach nach fürchterlich viel Fummelei und Flucherei aus, weil du kommst ja wirklich nirgends von mir ran. Also ich frage mich jetzt als erstes, wie wechsle ich hier überhaupt eine Zündkerze? Ja, so gut. Also wenn man die Front abbaut. Okay, dann siehst du, da würde es bei mir schon aufhören. Aber auch bei den Dieselmodellen ist es ja so, das ist einfach knirscheng. Nicht? Und du kommst ja fast beim T4 nicht darum, diese ganze Maske hier wegzumachen und um dann da zu arbeiten. Ist meine Frage jetzt schlicht und ergreifend, schraubst du an dem Auto auch gerne selber? Also machst du es? Also es ist ja im Prinzip das Gegenteil eines Volvo. Ja. Es ist nicht wirklich... es ist nicht so richtig standfest wie ein Volvo in der Technik. Es ist sehr verbaut. Teile sind auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, relativ teuer mittlerweile. Also wie gehst du damit um? Also und hier gibt es bestimmte Gummischläuche gar nicht mehr und so. Also die ist wirklich ganz schwer dann zu kriegen. Muss man dann nur noch über einen Schlachter gehen, so versuchen, was zu finden. Also weder ich schraube hier gerne dran, noch die Werkstätten. Okay. Also der wird gehasst, leidenschaftlich. Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe eine Werkstatt gefunden, die ihn macht, aber die verdreht jedes Mal die Augen. Ja. Und die kennen sich aus. Ja. Mit T4, also das sind wirkliche Experten, der hat selber T4 saniert und so, aber der sagt dann immer, soll ich dir nicht einen Diesel reinsetzen, soll ich dir nicht irgendwas Einfaches, der hat mir schon Umbauten angeboten und alles mögliche, weil die hassen das einfach. Es ist eine komplizierte Technik, ein zickiger Motor, ich habe den Motor komplett überholen lassen und bin ganz glücklich, dass es geklappt hat, weil ich hatte echt Angst, dass das dann eingebaut wird und dann irgendwas anderes. Ja. Das ist ja auch so, man gibt viel Geld aus, um einen Motor general überholen zu lassen und die ganze Technik drumherum ist ja dann trotzdem 30 Jahre alt und dann fängt das an zu spinnen und dann geht das nicht mehr.
Wo hast du das machen Schwierig. lassen? Also ist der Motor komplett Übermaß geschliffen worden, komplett Kurbelwelle, Alles neu. Alles Neukolben neu. und so weiter, ja. Da habe ich lange gesucht. Es gibt Anbieter, Motorenbauer, Ja. die auch fern von hier in Westdeutschland, die sozusagen das anbieten direkt. Und das ist auch immer so der gleiche Preis. Man Ja. muss halt einen finden, der es kann. Ja. Und den Preis muss man bezahlen. Okay. Und da gibt es gibt einmal das Konzept, man kriegt einen überholten Ersatzmotor Ja. und lässt dann den da, seinen eigenen alten, wenn er noch halbwegs brauchbar ist, dann tauschen die das quasi. Oder man lässt den man hat, komplett überholen und das war bei dem der Fall, der war noch gut genug. Und dann kriegt man die wieder, es kostet aber das Gleiche. Ja. am Ende, ja. Und einbauen mussten dann selber. Das hat dann deine Werkstatt gemacht. Ich habe tatsächlich das so geschafft bei dem Auto, weil da habe ich jetzt auch keine andere Werkstatt so richtig gehabt, dass der Motorenbauer eine Werkstatt dran hatte, mit dem dann habe ich den Gesamtdeal gemacht sozusagen. Okay. Dass die quasi den auch ein- und ausgebaut haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich fahre den jetzt seit 20.000, 30.000 Kilometern ungefähr und wunderbar. Also Ja. bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Aber es kann auch anders ausgehen. Schnell. Ja. Wie ist das denn mit Ersatzteilen bei Volkswagen? Also die hatten ja mal so eine Volkswagen Klassikabteilung. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die gibt. Also darunter zählt ja auch der mittlerweile, der T4 als Klassiker. Kannst du über VW noch Teile bekommen? Also, oder ist das auch wirklich rar geworden? Ja, es geht schon. Also es gibt eben für den VR6 gibt's spezielle Teile, weil das dann, die Schläuche sind halt anders dann Ja. noch geregelt oder so. Da wird es dann ganz doll schwer. Sonst alles andere. Also hier ist ja auch quasi irgendwann mal ein Frontschaden gewesen beim Vorbesitzer und dann ist eine Transportertür drin und Ja, sowas. ja. Es gibt sehr viele, die T4 schlachten und Ersatzteile verkaufen im Internet. Es gibt so auch meine Werkstätten, die ich hier kenne oder die da dran arbeiten, die haben selber Bezugsquellen. Und es gibt auch noch viele Neuteile, weil ja bei VW vieles tatsächlich dann auch für viele Modelle gebaut wurde. Ja, Und der Baukastenprinzip. das Baukasten, das geht so halbwegs. Also das geht schon. Ja, okay. Aber wie gesagt, es gibt manche Teile, da wird es schwierig. Oder auch hier so der Grill, dann brechen ja überall die Plasteteile ab. Ja, dann ist das irgendwie so hier. Ja, ja, ja. Das ist auch sehr dünn, ne? Ja, ist sehr dünn alles und wenn man es anfasst, dann bricht gleich das nächste ab. Und dann kann man da irgendwas, also man fängt doch viel an zu reparieren, indem man da irgendwas dahinter schraubt oder das dann irgendwie versucht zu verkleben. Weil das ist dann auch richtig, so ein Teil dann noch zu kriegen, da geht es dann auch richtig ins Geld. Ja, das glaube ich. Also jetzt stelle ich dir nochmal die Frage auch Ja. hier bei diesem. Es ist ja schon so, dass du ja dieses Konzept neu kaufen kannst bei Volkswagen. Also fürchterlich hässlich und auch auf einer Pkw-Plattform mittlerweile. T6 ist ja auch vorbei. Was du jetzt so erzählst, ich will dich jetzt gar nicht nach den Preisen fragen, aber es hört sich alles extrem teuer an. Also so einen Motor machen zu lassen mit Werkstätten und so weiter, Selbstschrauben ist scheinbar dann auch nur begrenzt möglich. Ja. Hätte es da nicht mehr Sinn ergeben, sozusagen sich dann auch ein, was weiß ich, von mir ist diesem, wie heißt der aktuelle, keine Ahnung, T18. Nicht so, die T7. so ein Ja, Ding ja. irgendwie zu leasen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie 3 Jahre Ruhe, mache ich das? Also kostenmäßig wäre es ja fast, glaube ich, identisch. Nee, ist tatsächlich nicht. Nicht? Also ich habe zusammengerechnet, was ich hier investieren musste und habe dann geguckt, was kriege ich Gleichwertiges. Und wenn man jetzt tatsächlich bei den T5, T6 bleibt oder T4, gebrauchte T4s, ob jetzt neue leasen oder kaufen und finanzieren oder eben einen gebrauchten T4 kaufen, war relativ schnell klar, wenn ich bei dem Auto bleiben will, im Prinzip, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Geld in die Reparatur zu investieren, weil, wie gesagt, bestimmte neuralgische Ecken Schon noch gemacht sind. komplett in Ordnung sind. Weil dieses Autokonzept ist gerade so utopisch teuer. In allen Belangen. Also gebraucht, also der hier, jetzt wie er hier steht, den gebraucht zu kriegen, 20.000. Ja, mit einem Motor, der gut läuft, mit wenig Rost. Es ist irre. Also, also unter 15.000 ist, vielleicht gehen jetzt im Winter die Preise ein bisschen runter, aber ich habe hier geguckt, was es gibt und dann hat man, wie wir vorhin schon sagten, ja immer noch ein Auto, was trotzdem noch repariert werden muss. Ja, Also was fängst wieder eben von auch über vorne an. 300.000 Genau. runter Klar. hat und so, Klar. dann hat man die ganzen Probleme und dann muss man den Schweller machen oder sowas. Also das heißt, damit ist ja denn nicht, mit der Investition ist ja nicht vorbei. Ja. Und neu, ich glaube, es gibt heutzutage Autos, wo man sagt, also ob es ein Kleinwagen ist oder ein Hybrid oder so, wo man günstige Leasing-Modelle hat oder so, aber eben nicht bei sowas. Und wenn man sowas haben will,
dann muss man sehr tief in die Tasche greifen. Ja, du hast ja auch keine Anbieter mehr. Also die Autoindustrie hat ja aufgehört, solche Vans zu bauen. Also VW macht da noch den VW-Bus in Anführungsstrichen. Aber bei den anderen Herstellern kriegst du ja nur noch SUVs. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Also wenn du viele Kinder hast, einen Hund vielleicht noch und so ein gewisses Freizeitverhalten mit Anhänger und Surfen oder was auch immer, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, dir was Neues zu kaufen. Obwohl ich auch immer wieder sagen muss, ich war immer ein großer T3-Fan, die ja auch durch die Decke gegangen sind. Ich fand die toll. Bin die gerne gefahren. Ja. Trotz auch der ganzen Macken, die haben. Aber ich wäre tatsächlich heute auch nicht mehr bereit, für so ein Auto 16.000, 17.000 Euro auszugeben und mehr. Und das finde ich bei den T4, die waren ja immer noch relativ preisstabil, in Anführungsstrichen, nach unten. Aber jetzt gehen die ja auch irgendwie komischerweise extremst nach oben. Und da muss man schon Spaß verstehen, oder? Es ist eben, weil T3 unbezahlbar geworden ist und es auch ja kaum noch Modelle gibt, die irgendwie erhaltenswert sind. Oder die dann eben nicht bezahlbar sind, ist eben der T4 nachgezogen in der Klasse und wird ja noch gehandelt als der letzte echte VW-Bus so. Da gibt es ja quasi so ein Szenenbewusstsein, die das dann auch so handeln. Und da sind die Preise so dermaßen angezogen. Aber ist ja auch ein neuer T6 jetzt. Da sind wir im oberen fünfstelligen Bereich so ganz schnell. Ja. Und das kommt halt nicht in Frage für mich. Also das verstehe ich. Das kann ich. Also wo du das gerade ansprichst und wo wir hier gerade so nett am Plaudern sind, also der letzte echte VW-Bus, das kann ich ja immer nicht so richtig. Also ich bin ja jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich noch genau weiß, als es den Modellwechsel gab vom T3 zum T4. Und ich fand das damals fürchterlich, als dieses Auto rauskam. Ja. Das Heckmotorkonzept weg war, diese neue Front irgendwie, gut, das ist ja schon der gefaceliftete, aber diese erste Front und ich dachte irgendwie, der sieht ja aus wie jeder andere Lieferwagen, so what, also Bulli ist passé. Und darauf habe ich im Prinzip, wobei dieses Auto ja sehr vielseitig war, nicht? Den gab es ja auch als Synchro, den gab es ja auch als California, den gab es als Langversion, den gab es ja beim T3 nie. Du hattest also auch eine bessere Motorenpalette, obwohl die Motoren ja nie richtig gut waren, aber die waren auf jeden Fall besser als beim T3. Ja. Aber den letzten echten Bus, das habe ich nie verstanden. Also der letzte echte Bus für mich, alter Mann, ist der T3 und das war halt dieser ursprüngliche Busgedanke. Auch das Fahren im T3 fand ich immer wahnsinnig schön. Ja. Also T3 war für dich noch nie eine Option? Doch. Wenn ich es mir leisten könnte, wäre das schön. Designtechnisch, also ich mache mich jetzt mal in der VW-Szene unbeliebt. Ich finde den von innen schöner als von außen. Es ist ein tolles Fahrgefühl, es ist wirklich genial. Es ist tatsächlich das beste Auto, was ich bisher gekauft habe, von allen Autos, die ich mal besessen habe, von dem Wert, den ich dafür kriege. Ja. Also vom Lebensgefühl, vom praktischen mit den Kindern Urlaub fahren und alles und so. Es ist wirklich genial. Also es ist super, aber ich fand ihn nie ganz schön, weil ich auch, ähnlich wie du, beim T3 hängen geblieben bin. Das ist für mich wirklich wunderschön. T2 und so, das fand ich auch mal knuffig, aber die sind ja innen quasi, das ist ja ein Kleinwagen innen. Kannst du auch nicht mal mitfahren genau. Verkehr. Ja. Aber T3 ist natürlich wunderschön und ich habe natürlich auch, als ich den hier gesucht habe, immer nach T3 geschielt und geguckt. Aber ich glaube, ich bin froh, dass ich den T4 genommen habe, aus praktischen Erwägungen. Ja, okay. Weil er wirklich mir den Alltagsnutzen geliefert hat, den ich brauchte. Ja. Das ist bei den Volvos genauso. Ja. Die würde ich kann, glaube ich, jetzt auch keinen Oldtimer, auch wenn ich die so schön finde, ja, so ein Buckel-Volvo oder ein Amazon oder sowas. Aber jetzt nur zum Rumstehen, das ist eben überhaupt gar nicht mein Konzept, sondern ich brauche halt, oder beim T3, wenn ich den richtig schön hätte, hätte ich immer Angst, ja, denn den bei Salz zu fahren oder bei irgendwo, dann stößt einer da mit der Tür gegen. Du hast da so viel bezahlt für die Karosse, dass die so schön aussieht. Naja, nee. Also das ist so, den traue ich mich dann auch wie ein normales Auto zu behandeln. Ja. Auch wenn ich weiß, dass mich dafür andere T4-Fans dann vielleicht nicht so mögen, weil der ja bei anderen schon gehandelt wird wie ein rohes Ei. Und das ist ja auch ein Vorteil für mich. Ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden, weil es gibt ja wirklich hier Delta-Bus-Community und die anderen Sachen, die fertigen jetzt sogar Karosserieteile an und sowas. Also es gibt eben eine Fanszene und das ist übrigens auch ein gutes Argument für die Autowahl. Ja. Wenn es eine aktive Fanszene gibt, hat man wirklich viel bessere Chancen, an Teile zu kommen und dass es Leute gibt, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Und bewundere ich, ja. Also wie viel
Energie und Geld da reingesteckt wird, um eben diese Autos zu erhalten. Das hast du ja generell in der Busszene, das ist ja auch für T3, Ja. du kriegst ja fast alles. Und selbst für T2 kriegst du noch Westfalia Nachbauten Ja, und sowas, ja. die Stoffe und sowas. Da gibt es ja viele rührige Firmen, das finde ich auch gut. Aber wo du das gerade sagst, mit diesen Edelkisten, die also, wie gesagt, durchpoliert sind, 40 Mal neu lackiert sind, wo man dann Angst hat, damit rumzufahren, das kenne ich ja auch. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich irgendwie eine DS hatte, die irgendwie wahnsinnig glatt war und alles war schön und alles war neu und ich hatte Angst. Und irgendwann hat mich das fürchterlich gelangweilt, weil ich finde immer, dass man Autos fahren muss. Ganz egal, ob sie jetzt 200.000 Euro kosten, wenn man sich das leisten kann, oder 5.000 Euro. Das sind halt Fahrzeuge und keine Stehzeuge. Und ich bin auch jahrelang mit einem 50er-Jahre-Auto rumgefahren im Wind und Wetter und habe das dann immer wieder irgendwie auch natürlich mit mehr Aufwand pflegen müssen, damit es den Zustand irgendwie behält. Ja. Aber das war gerade die Freude an der Geschichte. Also Autos, die man irgendwie wegstellt und sagt, ach, das ist sowas Besonderes, hat auch seine Berechtigung, weil ich finde ja auch, dass diese Autos der Nachwelt erhalten bleiben sollen und das kannst du halt nicht, wenn du so auf Däubel komm raus runterfährst. Ja. Aber im Prinzip sind das gerade diese Youngtimer sind ja im aktiven Verkehr durchaus auch noch nutzbar. Ja? Also du kannst ja mit dem mitschwimmen, du kriegst noch Teile und wie du schon zu Recht sagst, gerade bei VW-Bussen oder auch bei Citroën DS gibt es eine so große Szene, du kriegst halt fast alles. Also wie bei modernen Autos teilweise sogar noch besser. Und es ist eben alltagstauglich. Ich bewundere ja so ein Konzept, ja, das ist ja auch wirklich so Autos wieder zu Neuwagen zu machen, ja, uralte Autos dann wieder so zu machen, das gucke ich mir auch total gerne an. Ja. Und ich selber mit meinen kleinen hässlichen Entlein, ich war mal beim Volvo-Treffen dieses Jahr, da stehst du dann so ein bisschen am Rande, ja, und so, aber es ist ja, auch das wird ja wertgeschätzt. Ja, klar. Und für mich braucht es halt, also ich brauche hier ein Auto auf dem Land, das ist so. Und ich brauche mit der Großfamilie ein großes Auto. Also es gibt eine Anforderung. Ja, es gibt sozusagen eine ganz klare Anforderung für ein Auto und die versuche ich halt durch die Autos zu erfüllen und versuche gleichzeitig eben Autos zu fahren, die mir wirklich Spaß machen. Ja. Und die auch irgendwie einen praktischen und einen Erlebnisreiz haben. So. Und ich brauche vieles nicht, was es heute so gibt, also was heute so als Fortschritt angeboten wird oder so, das ist für mich nicht so ersichtlich oder da ein Vorteil oder ein praktischer Nutzen ist da nicht so ersichtlich. Aber wie gesagt, die sind wirklich, also hiermit, man macht keine Abstriche jetzt im Verkehr oder auf der Reise oder so, sondern man fährt ganz normal mit. Die Abstriche, die man macht, sind eben sozusagen die Reparaturen, die nötiger sind, weil eben viele Teile schon älter sind und verschlissen. Und man macht Abstriche eben im Benzinverbrauch. Das ist, muss man auch mit leben wollen. Das ist eine Entscheidungsfrage. Aber komfortmäßig mache ich eigentlich gar keine Abstriche. Nö, das glaube ich auch. Also ich bin auch mal einen T4 gefahren, die fahren sich schon toll. Bin mit so einem 2,5 Liter Benziner gefahren. Das läuft sehr gut. Verbraucht halt sehr viel, wie ich finde. Also das würde mich dann irgendwann doch schon stressen, wenn ich jeden Tag, also ich muss jeden Tag vom Außenbezirk in die Stadt reinfahren und das wäre dann schon ein bisschen lästig. Also da ist schon so ein Diesel, finde ich, dann ein bisschen besser. Lass uns doch noch mal gerade zu deinem letzten Auto hier gehen. Den guten alten 49er. Das ist ja auch so ein Auto, das hast du ja schon selber auf deinem Kanal besprochen. Deswegen können wir uns ja hier auch ein bisschen kürzer fassen. Aber das nutzt du ja auch so als Alltagsauto und das hat ja schon fast 500.000 Kilometer gelaufen. Ne? Also es ist gerade in der Erprobungsphase, ob es ein Alltagsauto werden kann. Ja. Weil das habe ich sozusagen mit Motorschaden gekriegt und sehr runter vom Zustand her rosttechnisch gar nicht schlimm. Deshalb fand ich es jetzt auch den Versuch wert. Aber ich habe halt probiert, ob der Motor noch tut und er tat wieder. Und jetzt habe ich mal so das Getriebeöl gewechselt, jetzt schaltet er wieder besser. Und so probiere ich den jetzt, bin jetzt, ich glaube, 3000 Kilometer, seit der Motor wieder läuft, damit gefahren und versuche halt so rauszufinden, wie alltagstauglich der ist. Und bisher sieht sehr gut aus. Das ist natürlich dann irgendwann, ab einer gewissen Anzahl von Autos, ist dann sozusagen auch die Frage, wie sehr man das jetzt irgendwie noch als alltagstauglich oder als normales Autokonzept verkaufen kann. Ich gebe gerne zu, dass ich da ein bisschen übers Ziel hinausschieße und auch einfach die Freude, dieses Auto wieder zum Leben zu erwecken, die war einfach so groß. Also dieses Auto hat tatsächlich, insofern ist es für den Alltag auch ganz gut, das hat mir so viel Freude bereitet in den letzten Monaten, weil es wirklich von null, der ist mir hier mit dem Hänger aufs Grundstück gestellt worden. Abgekippt worden sozusagen und jetzt düse ich damit rum, hole die Kinder von der Schule, fahre irgendwie damit und na klar, der läuft nicht so gut wie
der 240er gerade läuft, der ist technisch gerade sehr gut instand. Der läuft nicht so gut wie der T4 mit dem überholten Motor, aber er läuft und er läuft ausreichend bisher. Ja. Und deshalb ist jetzt die Tendenz, geht dahin, dass ich den auch gerne erhalten möchte und nach irgendwie aufhübschen und noch technisch noch. Da ist jetzt erstmal wirklich viel Technisches noch dran zu machen. Ich weiß noch nicht so ganz so richtig, was mich beim Fahrwerk noch alles erwarten wird. Aber erstmal tut er wieder und würde jetzt schon, in dem Zustand, wie er jetzt ist, würde er schon als Alltagsauto erstmal wieder liefern. Sag ich jetzt mal so. Ja. Es sind ja gerade so ein bisschen so paradoxe Zeiten, finde ich gerade, was so Volvo-Modelle angeht. Also diese klassischen Volvo mit Hecktrieb werden ja teurer, durchaus. Also auch die letzten 49er, finde ich, werden dramatisch teurer, also im Anschaffungspreis auch, aber auch die Preise für Ersatzteile gehen schon gefühlt sehr nach oben. Das heißt, dieses Retten der alten Volvo ist auch durchaus nicht mehr so ganz preiswert. Nicht? Also das ist schon auch ein Kostenfaktor geworden, finde ich. Also Topmodelle auch vom 49 kratzen ja auch schon an der 10.000 Euro Marke, also wenn sie richtig gut sind. Ja. Also ich erinnere mich, ich habe diese Autos mir damals irgendwie für 1.000er gekauft oder für 1.500 und bin da irgendwie störungsfrei 2-3 Jahre mit rumgefahren. Ein bisschen was gemacht, aber nicht Schlimmes. Das ist jetzt ja schon anders geworden. Ich habe gerade für eine Freundin noch ein Auto gesucht und wir haben da mal schnell 8.500 Euro für bezahlt. Ja. Das war vor 3-4 Jahren irgendwie undenkbar. Ne? Als die so 20 Jahre alt waren, so, ne, da ist ja mein Konzept so gewesen, ich kaufe einfach irgendwie ein Auto mit 2 Jahren TÜV und das hat dann 500 Mark gekostet oder 1000 Mark und dann hat man das gefahren, bis der TÜV abgelaufen ist. Und hat sich ein neues geholt, nach ähnlichem Konzept. Und das hat durch, ne? Teilweise ganz gut so mit damals noch Passat 32B oder ein 124er Mercedes und so. Das hat wunderbar funktioniert. Die Zeiten sind durch. Gut, wie machen wir weiter? Also was kommt jetzt als nächstes? Also gehen wir jetzt auf die Elektronikmonster oder lassen wir es einfach sein? Oder was ist deine Haltung? Ach ja, ich sag, jeder muss für sich sein Konzept finden. Also ich bin, bloß weil ich jetzt alte Autos so gern habe und die am Leben erhalte und dafür bereit bin, irgendwie auch Geld auszugeben, will ich ja jetzt andere Konzepte nicht schlecht reden. Ich bin da nicht ideologisch oder sowas. Ich finde, Elektroantrieb hat auch seine Berechtigung. Das hat auch, ich finde, dass Nachhaltigkeit ist, glaube ich, gar nicht abhängig davon von einem neuen oder einem alten Auto, sondern ich glaube, Nachhaltigkeit ist es dann, oder Nachhaltigkeit entscheidet sich an deinem Konsumkonzept. Also bist du jemand, ich glaube, wenn man jemand ist, der alle 2 Jahre irgendwie was Neues braucht, dann ist es eigentlich egal, ob man irgendwie alte Autos verschleißt oder neue Autos verschleißt, das ist immer nicht wirklich nachhaltig. Und wenn man ein Auto wirklich so kauft, dass es für den Verwendungszweck gut geeignet ist und auch verzichtet vielleicht auf vielen Firlefanz oder sowas, sondern ein bisschen einfaches Konzept fährt, dann und das Auto auch lange erhält, ja, und lange fährt und nutzt, dann ist es, glaube ich, egal, ob man jetzt ein neues Auto dafür nutzt oder ein altes. Ich glaube, das kann beides nachhaltig sein. Entscheidend ist wirklich so dieses, was ich für so eine Mentalität habe. Und leider ist die Mentalität ja häufig, dass Sachen ganz schnell wieder weggeschmissen werden oder weggegeben werden und dadurch muss ja viel mehr neu produziert werden. Ja, genau. Wenn wir alle die Neuwagen 10 Jahre nutzen würden, wie selbst, also wird ja immer gemeckert über die technischen Zustände heute und dass die Motoren viel schneller durchgehen, aber ich glaube, man kann ja trotzdem auch ein neues Auto heute gut 10 Jahre nutzen. Klar. Wenn wir das alle machen würden, wäre das, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem, ja. Aber da wir ja jetzt immer irgendwie alle 2 Jahre oder jedes Jahr ein neues Handy, ein neues Auto und alles, das ist immer so dieser Massenkonsum. Das ist immer für mich das große Problem. Ja. Und ich kann auch einen Massenkonsum haben mit alten Autos, indem ich ständig irgendwas zum Schrottplatz fahre. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die alte Autos haben und dann abends wieder bei eBay Kleinanzeigen sitzen und immer wieder was Neues suchen und dann wieder überlegen, kann ich denen das Geld verkaufen und mir das neue alte Auto. Ja. Das ist natürlich auch nicht, glaube ich, der Sinn, den wir da so ein bisschen bei sehen. Also ich finde diesen Nachhaltigkeitsgedanken bei alten Autos ja auch toll und diese Diskussion, welches Auto jetzt nachhaltiger ist, ein neues Elektroauto oder ein alter Verbrenner, der 30, 40 Jahre alt ist, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Studien zu. Ich glaube, alles hat so Vor- und Nachteile. Ja, also das ist wird ja offen diskutiert und ich glaube, das kann man auch so weiter offen diskutieren, das Thema. Ja. Ich fahre auch gerne Fahrrad. Also
Ja. schließt sich ja nichts. Ich will jetzt nie sagen, dass ich nie ein Elektroauto fahren werde, Nö, ich auch bloß nicht. weil ich jetzt gerade irgendwie das Konzept. Das muss sich ja nichts ausschließen. Das finde ich. Auch Elektroautos sind toll. Also ich weiß nicht, das war ja auch früher in dem Beginn der Automobilgeschichte, gab es ja im Prinzip einen Wendepunkt, das war in den USA, ob sich der Benzinantrieb durchsetzt oder das Elektroauto. Also es gab ja die von Donald Duck da, von der Oma, die hat ja diesen Detroit Electric gefahren. Ja. Das Auto gab es damals schon als Serienfahrzeug. Und dann war als die Mineralöllobby war halt in den USA so stark, dass die das halt sozusagen auf Benzinantrieb gewechselt haben. Ja. Und seitdem fahren wir halt mit Benzin. Und jetzt dreht sich das halt wieder um zugunsten der Elektromobilität. Und ein Elektroauto zu fahren ist durchaus auch okay. Das macht Spaß, das geht wunderbar. Ist teilweise ein bisschen so wie Oldtimer fahren, weil man die Route so ein bisschen planen muss, wo man dann wieder lädt, wo man anhält. Was gibt es für schöne Ladestationen, was für hässliche. Eigentlich hat das auch was. Ja. Also ich will das auch gar nicht runterreden. Aber mir ist es halt derzeit einfach auch schlicht und ergreifend zu teuer. Ja, Und das ist ein Argument. Ja. Und auch die Ladestruktur ist schon noch, ich sag mal so, nicht so ganz verbraucherfreundlich. Ja, wenn du ein eigenes Haus hast und genug Geld hast, ist die sehr verbraucherfreundlich, dann kriegst du auch Unterstützung. Aber wenn du zur Miete wohnst oder in einer Eigentümergemeinschaft oder wie auch immer, kannst du dir halt keine Solarpellets aufs Dach legen und dann eine Wallbox montieren. Ja. Das ist alles noch nicht so ganz ausgereift. Aber es geht trotzdem ganz gut. Ich habe das auch mal gemacht, bin mal mit so einem Ding nach Kopenhagen gefahren, das ging. Und das ist auch ganz lustig eigentlich. Also wenn ich als Pfarrer hier ein Dienstauto kriegen würde, Ja. für meine Dienstkilometer, ich würde ein Elektroauto wählen. Ja. Weil jetzt ein Dienstauto ist ja nichts, was ich mir privat irgendwie leiste oder wo es dann bei mir auch eher um praktischen Aspekt geht. Und für die Kilometer, die ich über die Dörfer fahre, um Besuche zu machen, Termine irgendwo wahrzunehmen oder irgendwie zu den Gottesdiensten am Sonntag zu fahren, da bräuchte ich gar nicht so eine hohe Reichweite. Und ich hätte ja hier Platz, ja, hier könnte das in Ruhe laden und man könnte es mit PV-Technik irgendwie so, das wäre durchaus sogar ein sinnvolles Konzept hier für sowas. Glaube ich auch. Auf dem Land Ja. leben und arbeiten, da kann Elektromobilität tatsächlich viel bewirken. Ja. Ja. Also ich finde das auch ganz spannend und wo du das gerade ansprichst als Pfarrer, lass uns doch noch mal einmal ganz kurz über deinen Beruf reden. Das würde mich nämlich tatsächlich noch mal interessieren.